Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen hier wieder für dich zu Hause hier bei Namahem. Ja, es geht wieder um dich, um deine Heilung, um dich als Heilerin, ganz im Allgemeinen oder ganz im Speziellen. Und schön, dass du da bist. Und bevor wir jetzt beginnen mit dem Inhalt dieser Folge, möchte ich dir gerne noch sagen, dass du dich nicht wundern sollst, wenn du seit neuestem, wenn du den Kanal abonniert hast, nicht mehr informiert wirst, wenn es ein neues Video gibt. YouTube macht es seit einiger Zeit nicht mehr. Aber das ist jetzt eigentlich auch kein wirkliches Problem. Ich zeige dir ganz kurz, was du tun kannst, damit sich das wieder ändert. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann vorher abonnieren und dann hier rechts daneben auf die Glocke klicken. Dann wirst du wieder informiert. Ja, und jetzt zum Wesentlichen, zum wirklich Wesentlichen. Wie in der Folge 7 versprochen, warum funktionieren so viele Heilmethoden jetzt in der neuen Zeit nicht mehr? Was hat sich alles verändert energetisch? Was sind die Hintergründe? Und was kannst du tun? Ja, wie immer, ganz einfach, mach es dir bewusst. Versuch dir einmal bewusst zu machen, dass wir uns in einem enorm beschleunigten Evolutionsprozess befinden, dass sich in den letzten 30 Jahren, ungefähr 30 Jahre, unser komplettes Energiesystem völlig verändert hat. Und natürlich infolgedessen auch unsere physischen Körper beginnen sich zu verändern. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, weil beides ja nicht voneinander getrennt ist, nicht voneinander getrennt gesehen werden kann, dass wenn die feinstoffliche Ebene in eine Veränderung geht, dass die physische Ebene nachzieht. Und wenn du heute Bücher aufschlägst, wenn du googelst, wirst du überall, fast überall, immer noch dieses Bild finden. Es zeigt die Aura eines Menschen mit den früheren, also mit den alten Chakrafarben. Alt deswegen, weil es wohl die letzten 1000 Jahre oder länger so war. Und bei mittlerweile geschätzt jetzt ungefähr 90% aller Menschen oder vielleicht noch mehr, gibt es dieses Chakrensystem und diese Farben nicht mehr. Dieser Wandel hat sich längst vollzogen. Auch von der Form her sind nicht mehr so trichterartige Gebilde, wie es oft dargestellt wird, sondern sie sind in eine Kugelform übergegangen und auch die Farben haben sich verändert. Doch die Farben, die sich zwischenzeitlich den letzten 10 Jahre ganz deutlich gezeigt haben, auf die will ich gar nicht mehr eingehen, weil auch die sind schon wieder am Verblassen und es bildet sich schon wieder was Neues, wie unser Energiesystem aussehen wird. Und das zeige ich dir jetzt auch mal. Es ist natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung, aber bei mir ist ja immer alles einfach. Aber ich glaube, du kannst den Unterschied auf den ersten Blick sehen. Ich würde dir raten, für dich selbst und auch für dich als Heiler, orientiere dich nur noch an goldenen Sonnen als Chakra, als Chakren und an einem vereinigten goldenen Lichtfeld. Und es ist nicht nur so, dass das irgendwann mal so aussehen wird, sondern es gibt durchaus Menschen, bei denen man das sehen kann. An die Hellsichtigen unter euch, versucht mal euren Fokus von dem alten Paradigma wegzubewegen und das, was ich jetzt gezeigt habe, ins Auge zu fassen und schaut, ob ihr diese Veränderungen wahrnehmt. Ja, vielleicht kannst du dir vorstellen, dass so ein riesiger Transmutationsprozess nicht einfach so unbemerkt abläuft. Die Menschen fühlen das. Es ist ein völliger Energiewechsel. Sie spüren es in der Seele, das was nicht stimmt. Sie spüren es in der Psyche, sie spüren es im Körper. Ja, die meisten Menschen wissen aber gar nicht, dass es solch ein Energiesystem gibt. Sie schauen einfach in erster Linie auf den Körper und über den Körper ist das Ganze nicht erklärbar. Und natürlich stellen auch die Heiler, die Mediziner und so weiter, stellen fest, dass viele Dinge nicht mehr funktionieren oder dass sie sich nicht mehr erklären können. Dass Symptome auftreten, bestimmte Krankheitsbilder, wo sie dann so vor dem Berg stehen. Und wenn du Heiler, Arzt, Heilpraktiker, Körpertherapeut, was auch immer bist, das gilt wirklich auf allen Ebenen, dann bitte ich dich, sei bereit zu hinterfragen,
ob es möglich ist, dass eine veränderte Körper- und Energiesituation auch andere Heilmethoden erfordern kann. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dir zu sagen, zweifle nicht an dir als Heiler, wenn deine Erfolge immer weniger werden, sondern sei bereit, dich auf diese Veränderung einzulassen. Einfach ein Beispiel, dass jemand eine Ausbildung gemacht hat in traditioneller chinesischer Medizin, war vielleicht sogar in China bei den Besten dort, hat Akupunktur gelernt, hat sich darauf spezialisiert und war immer super erfolgreich mit dieser Arbeit. Und in letzter Zeit stellt er fest, oder in den letzten Jahren, dass es bei manchen Menschen nicht mehr so wirkt, dass die Erfolge weniger werden und er fragt sich, warum? Und meistens schließt man zuerst vor sowas mal die Augen. Man glaubt, es ist Zufall. Und dann teilt sich das Lager in jene, die einfach so weitermachen, als wäre nichts und glauben, es wird schon wieder. Und diejenigen, die beginnen zu hinterfragen. Wenden wir uns mal denen zu, die bereit sind zu hinterfragen. Die haben es nicht leicht in dieser Zeit. Und ich sage dir warum. Weil wenn du glaubst, herausgefunden zu haben, wie es jetzt ist und es wieder anwenden möchtest, daraus wieder eine gewisse Lehre machen möchtest oder ein System, dann ist es morgen schon wieder anders. Wenn man das aber weiß, dann braucht man eigentlich nicht besonders viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass wenn sich im energetischen Bereich, in der Aura, in den Chakren ganz viel oder alles verändert, dass es auch im Körper Veränderungen hervorruft. Dass vielleicht die Energiemeridianbahnen sich verändern, deren Bedeutung sich verändert, deren Zuordnung, ja, dass sie vielleicht sogar die Lage im Körper verändern. Schwierig zu glauben, gell, wenn man an Tausende von Jahren altes, überliefertes Wissen hat und glaubt, die alten Chinesen waren so weise, das waren sie, aber sie leben eben nicht jetzt in dieser Zeit. Ja, und das war jetzt nur ein Beispiel mit der Akupunktur. Es gilt für alle Bereiche. Körpertherapie, auf jede Art, ob es ein Arzt ist, oder Heilpraktiker, ob du mit Homöopathie arbeitest, mit Bachblüten. Ich will gar nicht alles aufzählen, doch der Körper verändert sich und geht mit anderen Dingen in Resonanz, als es vorher war. Und ich habe ja gesagt, es ist schwierig, sich diesen Veränderungen anzupassen, weil man sich fast nicht anpassen kann, außer man macht es einfach. Was heißt jetzt einfach? Erstens mal sind wir aufgefordert, wirklich alles loszulassen, was wir gelernt haben oder was in Büchern steht und ein neues Buch zu schreiben. Wie könnten jetzt die Kapitel in diesem Buch lauten? Vielleicht in etwa so: Heilung ist einfach. Heilung geschieht im Moment. Was gestern richtig war, ist morgen falsch. Jeder Mensch muss im Einzelnen, in seiner Einzigartigkeit, aber auch immer im Gesamten betrachtet werden, und zwar jetzt im Moment. Nächstes Kapitel: Machen Diagnosen überhaupt noch Sinn? Dann: Alles ist Energie in ständiger Veränderung. Und das Abschlusskapitel könnte lauten: Welche eigenintelligente Energie kann ich mir oder einem Menschen zuführen, die seine Selbstheilungskräfte so in Gang setzen, dass er sich ganz einfach dieser einfachen Heilung hingeben kann. Vielleicht denkst du dir, ja, der Namahim, der macht sich's aber einfach. Und jetzt mache ich es mir noch ein bisschen einfacher zur heutigen Übung. Du brauchst nur zuhören. Diese Töne setzen etwas Heilsames in deiner Seele und auch im Körper frei. Diese Melodie, die kennst du sicher.
Und es gibt eine Geschichte dazu, hinter der offiziellen Geschichte, und die werde ich dir in einer der nächsten Folgen oder gegen Ende dieser Serie gerne erzählen. Ja, die nächste Folge, das ist dann Teil 2 von dieser Doppelfolge, die Macht der Erkenntnis, die kommt demnächst. Und damit du sie nicht verpasst, abonniere den Kanal Namahim und gib mir auch als Ausgleich einen Daumen nach oben. Da freue ich mich sehr und so wünsche ich dir eine wundersame Zeit und umarm dich, dein Namahim.